Hallo und herzlich willkommen. Ich will euch heute zeigen, wie ihr auf den Raspberry Pi den Astroberry Server draufkriegt. Was ihr dazu braucht, ist einmal die Hardware, also ein Raspberry Pi, die 32 GB Mini- oder Micro-SD-Karte und natürlich ein Stromkabel. Besonders bei der ganzen Sache ist, dass wir keine Tastatur, kein LAN-Kabel, auch kein Bildschirm anschließen. Wir kriegen das alles remote hin, sodass wir also keinen zusätzlichen Hardware-Einsatz haben bei der ganzen Sache. Beim Raspberry Pi vielleicht noch wichtig zu wissen, am besten Modell 3, B+, so den Dreh, oder am besten gleich schon den 4er. Es gibt diese Sets eigentlich auch ziemlich häufig auf allen möglichen Plattformen zu kaufen, wo eben diese Gehäuse, der Raspberry und die MicroSD-Karte samt Stromadapterkabel schon gleich mit dabei sind. Gut, wie man das Ganze aufsetzt, zeige ich euch jetzt gleich hier und damit switchen wir einmal auf den Bildschirm. So, ihr gebt bitte einmal den Astroberry als Suchbegriff ein und habt dann relativ schnell als erstes gleich hier diese Seite von dem Astroberry Server. Bisschen nach unten gehen, dann kommt ihr hier zu den Downloads und schon landen wir bei den Downloads. Einmal draufgeklickt, öffnet sich wie immer das Download-Fenster, wo ihr dann auf eurem Computer das Ding wo auch immer speichern könnt. Bei mir ist es auch ganz normal dieser Download-Ordner, wo das eben immer ist, wo man das Ding drauf speichert. Mein Rechner ist heute ein bisschen langsam, ihr müsst entschuldigen, es dauert gerade. Aber wenn der dann mal so langsam wach geworden ist, dann können wir hier auch weitermachen. Da sind wir auch schon. Genau. Ihr seht schon, bei mir ist es schon runtergeladen, weil ich das im Vorfeld schon gemacht habe. Deswegen spare ich es mir jetzt nochmal runterzuladen und den ganzen Rechner noch langsamer zu machen. Ihr kennt das Problem alle. Stattdessen suchen wir uns jetzt das nächste, was wir brauchen. Das ist der Raspberry Pi, die Homepage vom Raspberry Pi, wo wir dann auch den Download von diesem Imager haben. Auch hier müsst ihr einmal schauen nach Software. Und da habt ihr einmal das Image für den Raspberry Pi, das interessiert uns aber nicht, weil es geht alles über den Astroberry. Und wir haben hier Download for Windows, diesen Imager. Habe ich mir auch schon runtergeladen, deswegen spare ich mir auch das jetzt hier zu zeigen. Aber wir machen einmal den Raspberry Pi Imager auf. Dann nehmen wir die SD-Karte, gehen hier auf Ja, stecken die SD-Karte irgendwie an unseren Rechner ein. Und jetzt muss man das OS, also das Operating System, wählen. Einmal draufgeklickt und ganz nach unten, dann können wir nicht eigene Images auswählen und das wollen wir auch. Und jetzt suchen wir, ich habe überflüssig das Fenster, suchen uns einmal hier den Astroberry, genau. Dann die SD-Karte wählen, ist logischerweise die SD-Karte, die ich gerade da reingesteckt habe. Und jetzt kommt das eigentlich wichtige Kniff, der Trick, hier in diesen Einstellungen, da kann man schon mal ein WLAN einstellen. Und das ist jetzt wichtig, damit wir dann den Rest gar fertig kriegen, ohne eben Tastatur, Bildschirm und so weiter anschließen zu können. Jetzt müssen wir hier einmal schon das WLAN einrichten. Bei mir heißt es Cormoran, bei euch dann logischerweise entsprechend anders. Passwort muss mit drin sein. Das Wi-Fi-Land am besten auch noch gleich dazu wählen. Und wenn ihr schon dabei seid, würde ich euch auch empfehlen, die Spracheinstellungen gleich festzulegen. Warum? Die ist standardmäßig auf dem US-Tastatur-Layout. Und wenn er dann versucht, was einzugeben, XY, RÜÜ, Punkt, Doppelpunkt, ist alles irgendwo anders. Deswegen am besten da einfach schon gleich auf Deutsch alles einstellen. Dann geht es hinterher umso schneller und einfacher. Und hier lässt sich schön und einfach einstellen. Deswegen am besten hier gleich machen. Eines noch wichtig, hier oben kann man den Astroberry gleich als Namen eingeben. Würde ich euch auch empfehlen, dann ist es hinterher auch leichter, den im Netzwerk zu finden. Gut, wenn wir jetzt hier auf Speichern drücken und auf Schreiben, dann geht das Ganze los und diese SD-Karte wird dann beschrieben. Das dauert einige Minuten, vielleicht auch ein paar mehr Minuten. Genau, einmal auf Abbrechen drücken. Und wenn das alles fertig ist, dann sehen wir uns wieder und ich zeige euch, wie man den Rest gar einrichtet. Bis gleich! So, jetzt sind wir soweit, dass die Karte fertig beschrieben ist. Wir können sie jetzt rausnehmen aus dem Lesegerät, das hier alles bestätigen und den Imager schließen. Genau, dann nehme ich das Ding raus, stöpsel es hier in meinen Raspberry Pi ein und dann stecken wir den Strom dran. So, jetzt müsst ihr noch mal ein ganzes Stück geduldig sein. Lasst euch da bestimmt gut und gerne 5 Minuten Zeit. Das erste Mal, wenn diese SD-Karte in dem Raspberry Pi drin steckt, muss ich das erstmal alles aufbauen, miteinander verbinden, initialisieren, die Hardware checken, was weiß ich, was da alles passiert. Ich bin da selber überhaupt nicht fit in den IT-Sachen. Genau, bis der dann wirklich sich bei euch ins WLAN eingeloggt hat und ihr dann auf das Ding zugreifen könnt, sind wie gesagt gut und gerne mal 5 Minuten Zeit drinnen. Also einfach gemütlich nochmal eine Tasse Tee trinken und dann schaut einfach dann nochmal drauf.
Ich mache jetzt auch schnell eine Pause. Wir sehen uns gleich. So, dann habe ich jetzt hoffentlich lang genug gewartet. Ihr müsst jetzt in eurem Browser, wir schalten hier wieder auf den Bildschirm, astroberry.local eingeben und dann sollte sich das ganze Ding verbinden. Genau, bei mir zeigt es immer, dass das keine HTTPS, sondern nur die HTTP-Seite ist. Und wenn ich dann sage, ja, das passt, genau, bin ich jetzt auch schon auf dem Astroberry. Wenn ich hier auf Start gehe, kann man sich anmelden bei dem guten Ding, also hier connecten. Wenn er das macht, braucht er das Passwort und das Passwort ist, oh Wunder, Astroberry. Genau, sobald ihr das eingegeben habt, verbindet sich das ganze Ding und tada, seid ihr auch schon auf der Seite, wo ihr dann alles einrichten könnt. Wie man das alles einrichtet, wird ein Teil vom nächsten Video werden. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer geworden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal und viel Spaß unter den Sternen. Ciao.